Viele Menschen starten ein neues Jahr mit einem unsichtbaren Druck. Nicht unbedingt ausgesprochen, aber spürbar. Der Druck, zeigen zu müssen, dass man weiter ist, stärker, klarer, gefestigter als zuvor. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, als müsstest du beweisen, dass das letzte Jahr nicht umsonst war, dass du gelernt hast, dass du gewachsen bist, dass du es verstanden hast. Aber Wachstum funktioniert nicht wie ein Vorher-Nachher-Vergleich. Und vielleicht ist genau das die Erleichterung, die dieses Jahr mit sich bringen darf. Denn Beweise halten dich im Außen. Sie binden deine Energie an Blicke, an Erwartungen, an Reaktionen, an das, was andere sehen wollen. Und irgendwann merkst du, du bist beschäftigt damit, stark zu wirken, statt ehrlich zu sein. Vielleicht beginnt dieses Jahr nicht mit einem neuen Ziel, sondern mit einer stillen Entscheidung. Ich muss nichts mehr darstellen. Du musst niemandem zeigen, wie gut du klarkommst, wie stabil du bist, wie reif du geworden bist. Manche Entwicklungen sind nicht sichtbar. Sie zeigen sich nicht in Ergebnissen, sondern darin, was du nicht mehr mitmachst, worauf du nicht mehr reagierst, wo du still wirst, statt dich zu erklären. Vielleicht war dein letztes Jahr kein Durchbruch, sondern ein inneres Sortieren, ein langsames Verstehen, ein Aufräumen ohne Applaus. Und das ist kein Scheitern, das ist Substanz. Dieses Jahr darf ein Jahr sein, in dem du dich nicht beweisen musst, um dich selbst ernst zu nehmen. Du darfst Pausen machen, ohne sie zu rechtfertigen. Grenzen setzen, ohne sie zu begründen. Dein Tempo halten, auch wenn andere schneller laufen. Beweisen bedeutet oft, sich selbst zu verlassen, um anerkannt zu werden. Und vielleicht ist dieses Jahr genau dafür da, damit aufzuhören. Nicht, weil du aufgegeben hast, sondern weil du verstanden hast, dass dein Wert nicht steigt, wenn du dich anstrengst, gesehen zu werden. Vielleicht ist das die ruhigste Form von Wachstum, bei dir zu bleiben, auch wenn niemand zuschaut. Wem willst du dieses Jahr nichts mehr beweisen? Und was würde leichter werden, wenn du damit aufhörst? Teile deine Gedanken gern in die Kommentare.